Wir waren 11 Tage auf Madeira und wollten diese Gelegenheit nutzen, um euch in kleinen Vlogs zu zeigen, wie schön Madeira ist, welche Spots sich für uns gelohnt haben und welche Spots wir nicht unbedingt weiterempfehlen würden. An unserem ersten Tag war der Plan, nach Porto Muniz im Norden zu fahren. Das ist der Ort mit den Naturpools. Wir sind dabei im Süden gestartet, wo unsere Unterkunft war, sind dann über die Berge in den Norden gefahren. Dabei haben wir einfach random an allen Spots angehalten, die wir cool fanden. Wir gehen jetzt zum, ich spreche leider kein Portugiesisch, aber Cascata de Sanyas oder so. Verbessert mich gerne, wenn man es anders ausspricht. Es ist der Wasserfall, der auf die Straße fällt. Und ja, ab geht's. Dann sind wir in Porto Muniz angekommen. Es gibt da 2 Varianten an Naturpools. Es gibt einmal eine kommerziellere Variante und eine wirklich sehr naturbelassene Variante. Die kommerzielle Variante, die kennt man auch von Social Media, ist eher wie ein natürliches Schwimmbad. Wir waren nachmittags da, dadurch war es sehr voll da, aber trotzdem sehr schön. Also wir haben uns dann auch für die kommerziellere Variante entschieden. Dann haben wir noch einen kleinen Abstecher zum, entschuldigt meine Aussprache, wieder Seychelles Beach gemacht. Der Sandstrand mit dem schwarzen Sand. Der Strand sieht auf der einen Seite wirklich aus wie auf Instagram. Es sieht wirklich paradiesisch aus. Auf der anderen Seite ist er allerdings auch sehr stark besucht, viele Menschen und ist eingegrenzt von Betonmauern. Heute ist Tag 2. Wir sind gerade irgendwo im Nirgendwo in der Nähe von Santana. Wir laufen jetzt zum Grünen Kessel. Wir laufen nicht den Levada-Wanderweg, der eigentlich empfohlen wird, dahin, weil wir uns nicht richtig informiert haben und jetzt auf der anderen Seite sind. Aber wir gucken einfach mal, wie es wird. Laufen ungefähr 1:15 und ja, ab geht's. Spoiler, wir sind relativ schnell wieder umgedreht, weil wir festgestellt haben, dass wir von dort doch nicht zum Grünen Kessel kommen und haben dann leicht frustriert unseren Plan geändert und geschaut, was es sonst noch in der Nähe gibt, was man besuchen könnte. Nach unserer nicht ganz geglückten Wanderung zum Wasserfall, die haben wir abgebrochen, weil es angefangen hat zu regnen und vielleicht auch, weil wir uns verlaufen haben, sind wir jetzt an einem Aussichtspunkt an hoffentlich Steilklippen. Ab geht's, wir gehen mal gucken. Reicht. Und komm. Feigen. Hast du sie gesehen? Feigen. Die nicht vegan sind übrigens. Also die Aussicht hier lohnt sich auf jeden Fall schon mal mega. Und da vorne, da fahren wir jetzt gleich hin. Wir sind am Ponta de São Lourenço und wir machen jetzt so eine kleine Wanderung über einen Wanderweg, den es hier gibt und erzählen euch gleich, ob sich das lohnt oder nicht.
So, wir sind jetzt wieder zurück. Wir sind ungefähr 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Wir sind, würde ich sagen, 3/4 des gesamten Wegs gegangen. Man kann relativ gut einsehen, ob man noch weiterlaufen möchte oder nicht, ob es sich für einen selbst noch lohnt. Wir würden empfehlen, nicht den ganzen Weg zu gehen. Also ich würde sagen, das letzte Drittel muss nicht unbedingt sein, da passiert dann nicht mehr so viel. Ansonsten gibt es echt viele schöne Sachen zu sehen. Es gibt Steilküste, man kann an einen kleinen Strand laufen, man läuft an Klippen entlang. Also wenn man Höhenprobleme hat oder ein bisschen Probleme hat mit nicht so befestigten Wegen, würde ich es nicht machen. Ansonsten, es kostet 1 Euro. Wenn man hier in der Gegend ist, kann man das auf jeden Fall machen. Und ja, das ist